Moin Leute, ja, im heutigen Video reinigen wir mal die KI-Kamera, nämlich die hier oben, weil der Drucker hat mir nämlich gemeldet, blende ich euch ein, dass die KI-Kamera verschmutzt ist und dass deswegen keine Auswertung der Drucke mehr stattfinden kann und diese Funktion deaktiviert wird. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich beheben. Bambu Lab gibt dazu vor, dass man die Kamera mit Isopropanol reinigen soll. Da habe ich mir jetzt speziell nur für diese Kamerageschichten, auch für das andere Kameraauge, wirklich mal aus der Apotheke ein hochreines Isopropanol besorgt, weil für die restlichen Sachen nehme ich normales Iso, weil es halt deutlich günstiger ist. Aber das ist halt nicht so rein wie das hier und hinterlässt teilweise dann doch Schlieren, was dieses hier definitiv nicht tut. Deswegen ist halt jedem seine eigene Sache. Ich wollte es nur erwähnt haben, aber dann tun wir die jetzt mal sauber machen. Und dann gehe ich erstmal mit Q-Tips drüber und tue die erstmal abwischen. Wenn das erledigt ist, dann wische ich sie nochmal trocken ab. Dann brauche ich jetzt eigentlich eine Lampe, um zu sehen, ob es das schon gewesen ist. So, dann wollen wir mal mit der Lampe leuchten, wie es aussieht. Das sieht ja fast annähernd perfekt aus. Ich zeige euch das auch aus dem Grunde, weil die Kamera hier ist nämlich ganz anders wie die beim X1 Carbon zum Beispiel, die überall in den Videos drin steht. Und das ganze System hier ist ja auch nun mal komplett anders. Hier ist ja auch der Wischer, der halt dann die Düse zumacht, und hier ist die Wechseldüse und hier ist die normale Düse. Und hier hinten sieht man, wie der Wischer dann von einer zur anderen Position switcht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich schiebe mal ein bisschen rüber. Das hier ist der Leiter, der die Filamentstärke vermisst. Und ja, dann dürfte jetzt alles wieder erledigt sein. Es ist ja einiges geändert worden an dem Drucker. Deswegen sehen auch viele Sachen nicht mehr so aus wie beim X1 Carbon, weil halt vieles weiterentwickelt wurde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.